Dein Arzt empfiehlt dir Haferflocken oder Vollkorn zum Frühstück, um deinen Blutdruck zu senken. Was er nicht weiß, genau diese gesunden Produkte sind der Grund, warum deine Arterien immer steifer werden. Klingt verrückt, oder? Heutzutage leidet jeder Zweite in Deutschland über 50 unter Blutdruckproblemen, trotz jahrzehntelanger herzgesunder Ernährungsempfehlungen. Mein Schwiegervater hat es mit über 60 geschafft. Sein Blutdruck wurde so gut, dass der Arzt die Medikamente sogar reduzieren musste. Heute zeige ich dir, warum nicht Salz, sondern Zucker und Kohlenhydrate deine Gefäße zerstören und wie du deinen Blutdruck in 90 Tagen natürlich normalisierst. Ich bin Arthur, 45 Jahre alt, verheiratet und Vater von 2 Jungs. Und ich zeige, wie man ohne Gym, ohne Supplemente und ohne Diätpläne die Bestform erreicht. Warum erzähle ich dir das? Weil ich kein Theoretiker bin. Ich lebe das, was ich predige. Jeden Tag mit Vollzeitjob, Familie und allem, was dazugehört. Bluthochdruck, oft als stiller Killer bezeichnet, betrifft in Deutschland etwa 30-40% der Menschen über 40. Wobei das Risiko mit dem Alter steigt. Aber weißt du was? Es steigt nicht wegen des Alters, sondern wegen jahrzehntelanger falscher Gewohnheiten. Die gute Nachricht, in den nächsten circa 20 Minuten bekommst du einen glasklaren Fahrplan, wie du die wahre Ursache bekämpfst und nicht nur die Symptome mit Pillen überdeckst. Ich habe dafür die 12 erfolgreichsten Videos zum Thema Bluthochdruck analysiert, 6 deutsche und 6 internationale. Die Essenz dieser Experten kombiniert mit aktueller Wissenschaft und meiner persönlichen Erfahrung bekommst du jetzt. Wir schauen uns 4 entscheidende Bereiche an. Erstens, warum Zucker und nicht Salz deine Gefäße zerstört. Zweitens, welche Lebensmittel deine Arterien tatsächlich heilen. Drittens, die vergessenen Faktoren: Bewegung, Atmung und Stress. Viertens, wie du mit Medikamenten clever umgehst, ohne in die Big Pharma-Falle zu tappen. Schnall dich an, das wird ein Augenöffner. Wenn ein Arzt hohen Blutdruck feststellt, was ist der erste Ratschlag? Essen Sie weniger Salz. Das ist aber nur die halbe Wahrheit und lenkt vom eigentlichen Problem ab. Stell dir eine Wippe vor. Auf der einen Seite sitzt Natrium, also Salz, auf der anderen Seite Kalium. Für einen gesunden Blutdruck müssen beide im Gleichgewicht sein. Unsere moderne Ernährung sorgt aber für ein massives Problem. Wir essen viel zu viel Natrium aus verarbeiteten Lebensmitteln und zeitgleich viel zu wenig Kalium aus natürlichen Quellen. Die Wippe kippt komplett auf die Natriumseite. Die logische Lösung ist also nicht nur, das Salz zu reduzieren, sondern vor allem das Kalium massiv zu erhöhen, damit die Wippe im Gleichgewicht ist. Wo findest du Kalium? In gesunden Lebensmitteln. Nicht in der Salzmühle, sondern im Gemüse- und Obstregal. Auf Nummer 1 Avocados. Eine halbe Avocado hat mehr Kalium als eine Banane, die oft vom Arzt empfohlen wird. 2 Blattgemüse. Spinat oder Grünkohl sind voll davon. Bei Spinat ein bisschen aufpassen wegen der Oxalate. 3 Tomaten, besonders in konzentrierter Form wie bei Tomatenmark. 4 auch in Nüssen und Samen. Mein konkreter Tipp ist zu jeder Mahlzeit etwas kaliumreiches Gemüse. Ein paar Tomaten zum Frühstücksei, ein großer Salat zum Mittagessen, eine Avocado zum Abendessen. Das allein kann schon einen riesen Unterschied machen. Lass mich dir eine Geschichte erzählen. Vor ein paar Wochen hat mir ein Bekannter, der seit mehreren Jahren Blutdrucksenker nimmt, voller Stolz von seinem neuen gesunden Frühstück erzählt. Haferflocken mit Banane und Honig. Ich habe es ihm nicht gesagt, aber innerlich hat sich bei mir wirklich alles gedreht. Seit über 50 Jahren erzählen uns Big Food und Big Pharma dasselbe Märchen. Iss weniger Fett, weniger Salz und mehr Vollkorn, wie in der Ernährungspyramide der DGE immer noch gezeigt. Das Ergebnis dieser Empfehlung: die Bluthochdruckepidemie explodiert. Heutzutage hat fast jeder zweite Deutsche Bluthochdruck. Woher kommt das nur? Der wahre Feind heißt Insulinresistenz. Lass mich das ganz einfach erklären. Jedes Mal, wenn du Brot, Nudeln, Reis oder ja, auch die gesunden Haferflocken isst, passiert Folgendes in deinem Körper. 1, dein Blutzucker schießt hoch. 2, deine Bauchspeicheldrüse produziert Insulin. 3, das Insulin befördert den Zucker in die Zellen. 4, der Blutzucker stürzt ab, du wirst müde und hungrig. Das Problem beginnt, wenn du das bei jeder Mahlzeit 3-mal täglich machst und dazu noch zuckerhaltige Snacks kommen und das über Jahre. Deine Zellen werden taub für das Insulin. Sie machen einfach dicht. Insulinresistenz nennt man das und das ist die Vorstufe von Diabetes. Chronisch erhöhtes Insulin führt zu Entzündungen in deinen Arterien. Diese Entzündungen sind wie kleine Feuer in deinen Gefäßwänden. Sie machen das Gewebe hart und unelastisch. Stell dir einen Gartenschlauch vor. Neu ist er flexibel und biegsam. Nach 20 Jahren in der Sonne ist er hart und spröde. Genau das passiert mit deinen Arterien durch die ständigen Insulinspitzen. Eine Studie aus 2023 im Cardiovascular Diabetology Journal mit über 8.500 Teilnehmern zeigt, Menschen mit Insulinresistenz haben ein bis zu 49% höheres Risiko für Bluthochdruck. Bei Diabetikern ist das Risiko ebenfalls deutlich erhöht. Lass uns tiefer graben. Bluthochdruck ist keine Krankheit, es ist ein Symptom, ein Hilfeschrei deines Körpers. Die wahre Krankheit heißt endotheliale Dysfunktion. Klingt kompliziert, ist aber simpel. Die Innenwand deiner Blutgefäße ist entzündet und funktioniert nicht mehr richtig. Diese Entzündung kommt von 1. chronisch hohem Blutzucker, 2. oxidativem Stress durch verarbeitete Öle,
3 Nährstoffmängeln, besonders Magnesium und Kalium und 4 chronischen Stress und Schlafmangel. Eine Studie aus 2007 im Journal of the American Heart Association zeigt, der Entzündungsmarker CRP, C-reaktives Protein, ist stark mit Bluthochdruck assoziiert. Menschen mit hohen CRP-Werten haben ein bis zu 70% höheres Risiko für Hypertonie. Alle erwähnten Studien sind übrigens in der Videobeschreibung verlinkt. Vergiss die Ernährungspyramide. Die wurde erstmals 1974 in Schweden eingeführt, priorisierte nicht primär die Gesundheit, sondern billige und nahrhafte Lebensmittel wie Getreide. Die spätere USDA-Pyramide von 1992 wurde kritisiert, da sie stark Getreideprodukte empfahl, was mit Interessen der Agrarindustrie korrelierte. Was für ein Zufall. Hier ist, was du tun solltest. 1. Misst deinen Blutzucker. Nicht nur einmal beim Arzt, sondern kauf dir ein eigenes Messgerät für unter 30 Euro, wie das hier zum Beispiel, und miss für eine gewisse Zeit nach jedem Essen. Wenn der Blutzucker über 140 Milligramm pro Deziliter steigt, war die Mahlzeit Mist. So bekommst du ein gutes Gefühl dafür, welches Lebensmittel gut und welches schlecht für dich ist. 2. Erkenne die Zuckerfallen. Ein Vollkornbrötchen mit ca. 30 Gramm Kohlenhydraten und eine Cola mit ca. 35 Gramm Kohlenhydraten erhöhen beide den Blutzucker. Die Cola schnell und stark, das Vollkornbrötchen langsamer, aber immer noch deutlich. Und 3, denk in Hormonen, nicht in Kalorien. Es geht nicht darum, weniger zu essen. Es geht darum, deinen Insulinspiegel niedrig zu halten. Wenn dir diese Klarheit gefällt und du endlich verstehst, warum die alten Empfehlungen nicht funktionieren, lass gerne jetzt schon mal einen Daumen da, um den Kanal zu unterstützen. Bevor wir jetzt zu den konkreten Lebensmitteln kommen, lass mich dir zeigen, was die Daten sagen. Ich habe die 12 erfolgreichsten YouTube-Videos zum Thema Bluthochdruck analysiert. Die Experten haben zusammen über 300 Empfehlungen gegeben. 41% aller wirksamen Maßnahmen drehen sich um die Ernährung, 15% um den Umgang mit Medikamenten, 14% um Bewegung, 12% um den Lebensstil, 9% um Stress und Regeneration und 9% um alternative Techniken. Was sagt uns das? Ernährung ist mit Abstand der wichtigste Hebel. Nicht Medikamente und auch nicht Sport. Ernährung. Lass uns konkret werden. Hier sind die Lebensmittel, die deine Arterien heilen. Als erstes die Kaliumbomben ohne Zuckerfalle. Die meisten Ärzte empfehlen Bananen für Kalium. Eine Banane hat 420 Milligramm Kalium, aber auch 27 Gramm Zucker. Das ist Selbstsabotage. Hier sind die cleveren Alternativen. 1. Avocados. 690 Milligramm Kalium, nur 2 Gramm Kohlenhydrate. Das ist wirklich ein No-Brainer. 2. Lachs. 490 Milligramm Kalium pro Portion, 0 Kohlenhydrate plus Omega-3. 3. Mangold, 960 Milligramm pro 100 Gramm, der absolute Kaliumkönig. 4. Mandeln, 270 Milligramm pro Handvoll, ein perfekter Snack. Als nächstes Magnesium, der vergessene Blutdrucksenker. 70% aller Deutschen haben einen Magnesiummangel. Topquellen sind 1. Kürbiskerne, 550 Milligramm pro 100 Gramm. Ich esse immer eine Handvoll nach dem Mittagessen, ist auch ein super Zinklieferant. 2. Dunkles Blattgemüse, 80 Milligramm pro Portion. 3. Makrele, 97 Milligramm pro 100 Gramm. 4. Wieder Mandeln, 270 Milligramm pro 100 Gramm. Und 5. Dunkle Schokolade mit einem Kakaoanteil von mehr als 85%, 230 Milligramm pro 100 Gramm. Dann kommen wir zu den Stickoxid-Boostern für elastische Gefäße. Stickoxid, auch als NO bezeichnet, ist der Masterregulator für deine Gefäße. Es macht sie weit und elastisch. Diese Lebensmittel boosten deine NO-Produktion. 1. Rote Beete. Ja, hat etwas Zucker, aber die Nitrate sind es wert. 2. Grünkohl und Rucola. Nitratbomben wirklich ohne Zucker. 3. Walnüsse enthalten L-Arginin für die NO-Produktion. 4. Dunkle Schokolade. Hier erhöhen Flavonoide die NO-Produktion. Kommen wir zu Vitamin D, der unterschätzte Blutdruckregulator. Hier eine krasse Zahl. Menschen mit Vitamin D-Mangel unter 20 Nanogramm pro Milliliter haben ein ca. dreifach höheres Risiko für Bluthochdruck. Warum? Vitamin D reguliert das Renin-Angiotensin-System. Das ist der Hauptmechanismus für Blutdruckregulation. Und so optimierst du deinen Vitamin D-Spiegel. 1. 20 Minuten Sonne täglich zwischen 11 und 50 Uhr nach Möglichkeit, dann im April bis September. 2. Fetter Fisch. Lachs hat zum Beispiel 440 Einheiten pro 100 Gramm, Hering hat sogar 1100 Einheiten. 3. Eigelb, 80 Einheiten pro Ei. 4. Im Winter Supplementierung nach einem Bluttest. Last but not least Vitamin K2, der Arterienreiniger. K2 ist der Dirigent, der Calcium sagt, wo es hingehört. In die Knochen und nicht in die Arterien. Die besten natürlichen Quellen für K2 sind die folgenden, alle Angaben pro 100 Gramm. 1. Leber, zum Beispiel Hühnerleber oder Rinderleber, ca. 100 bis 200 Milligramm K2. 2. Parmesan, 80 bis 100 Milligramm. 3. Hartkäse, zum Beispiel Gouda, 75 Milligramm K2. 4. Eigelb von Freilandhühnern, 32 Milligramm K2. 5. Weidebutter, 15 bis 20 Milligramm K2.
Und jetzt wird es kontrovers. Diese Lebensmittel werden als gesund verkauft, sind aber Gift für deinen Blutdruck. 1. Vollkorn. 40 Gramm Kohlenhydrate pro 100 Gramm. Dein Blutzucker reagiert auch auf Vollkorn signifikant. Die Ballaststoffe kannst du besser aus Gemüse bekommen, beziehungsweise brauchst du gar nicht, wenn du dich Low Carb oder ketogen ernährst. 2. Die Haferflockenfalle. Komplexe Kohlenhydrate ist Marketing-Sprech für Zucker mit Verzögerung. 100 Gramm Haferflocken haben 60 Gramm Kohlenhydrate, das sind 20 Stück Würfelzucker. Die Beta-Glucane bekommst du auch aus Pilzen ohne den ganzen Zucker. 3. Fruchtsäfte, der Wolf im Schafspelz. Orangensaft hat 25 Gramm Zucker pro Glas. Keine Ballaststoffe. Aber die Vitamine, die sind nach 2 Tagen Lagerung weg. Iss lieber ganze Früchte. Und Smoothies sind auch nicht besser. Flüssiger Zucker bleibt flüssiger Zucker. Welches dieser gesunden Lebensmittel wirst du als erstes von deinem Speiseplan streichen? Schreib's gerne unten in die Kommentare. Ich bin gespannt, was dich am meisten überrascht hat. In meinem Video über Ernährungsmythen zeige ich dir genau, warum Haferflocken und Vollkorn und andere Lebensmittel deine Gesundheit sabotieren. Und falls es dich interessiert, wie ich mich ernähre, gibt dir mein Video zum Thema Sixpack-Ernährung einen Einblick in meine Ernährungsstrategie inklusive konkreter Mahlzeiten. Zusammen machen Bewegung, Atmung und Stress mit ca. 35% den zweiten Großteil für deine Blutdruckregulation aus. Hier ist, was wirklich funktioniert. Der tägliche Spaziergang. Einfacher geht's wirklich nicht. 30 Minuten täglich senken den Blutdruck um 5 bis 7 mmHg. Das ist die Millimeter-Quecksilbersäule, die medizinische Einheit für Blutdruck bzw. Druck in Flüssigkeiten. Das Spazieren am besten nach dem Essen. Dämpft noch zusätzlich die Blutzuckerkurve. Ideal ist das Spazieren im Wald oder Park, da es durch den Naturkontakt noch besser wirkt. Dann Krafttraining bzw. Muskelaufbau. 2 bis 3 Mal pro Woche reichen da völlig aus. Muskeln verbessern die Insulinsensitivität. Mehr Muskeln führen zu einem niedrigeren Ruheblutdruck. Mein Schwiegervater hatte mit über 60 mit Krafttraining begonnen. 3-mal die Woche 45 Minuten. Nach 3 Monaten musste sein Arzt die Blutdruckmedikamente reduzieren, weil mein Schwiegervater durch den Sport einen zu niedrigen Blutdruck hatte. Ein unglaublich mächtiges Werkzeug hast du immer dabei. Deine Atmung. Sie ist einzigartig, denn sie läuft automatisch, aber du kannst jederzeit die Kontrolle übernehmen. Und hier wird es spannend. Mit langsamen, tiefen Atemzügen gibst du deinem Körper über den Vagusnerv das Signal zum Entspannen. Das Ergebnis ist fast sofort spürbar. Dein Puls wird ruhiger, dein Blutdruck sinkt und dein Körper baut Stress ab. Hier ist die sogenannte 4-7-8 Atemtechnik. 1. Atme durch die Nase ein und zähle bis 4. 2. Halte den Atem an und zähle bis 7. 3. Atme durch den Mund aus und zähle bis 8. 4. Wiederhole das Ganze 4-mal. Am besten machst du das morgens nach dem Aufwachen, mittags vor dem Essen und abends vor dem Schlafengehen. Studien zeigen eine Blutdrucksenkung von 5 bis 8 mmHg nach 8 Wochen. Ein entscheidender Punkt, atme immer durch die Nase. Krasser Fakt, die Hälfte von uns atmet nachts durch den Mund. Pures Gift für Blutdruck und Schlaf. Warum? Mundatmung halbiert das wichtige Stickoxid und lässt deine Stresshormone explodieren. Die Lösung ist verblüffend einfach. Mouth Taping, also den Mund zukleben. Ein kleines Pflaster über die Lippen trainiert deinen Körper im Schlaf wieder auf die gesunde Nasenatmung. Das ist keine Esoterik. Die Wissenschaft dahinter kannst du im Bestseller Breath von James Nestor nachlesen oder im Joe Rogan Podcast mit James Nestor anhören. Dein Fazit sollte sein, deine Atmung ist die stärkste Medizin, die du hast und sie ist kostenlos. Kommen wir zum Schlaf. Schlechter Schlaf erhöht den Blutdruck um 10 bis 20 mmHg. Das ist mehr, als manche Menschen mit Medikamenten senken können. Hier ist meine Schlafoptimierung in Kurzform. 1. Eine feste Routine. Immer zur gleichen Zeit ins Bett gehen, zum Beispiel um 23 Uhr, auch am Wochenende. 2. Schlafzimmer auf 16 bis 18 Grad runterkühlen, stockdunkel machen, kein Handy, keine anderen Displays und auch keine Lichtquellen. 3. Die 10-3-2-1-Regel. 10 Stunden vor dem Schlafengehen kein Koffein mehr. 3 Stunden vor dem Schlafengehen kein Essen oder Alkohol mehr. 2 Stunden vor dem Schlafengehen keine Arbeit mehr und keinen Stress und auch nichts mehr trinken. 1 Stunde vor dem Schlafengehen keine Bildschirme oder grelles Licht mehr. Das Ergebnis in meinem Fall: 7 bis 8 Stunden Tiefschlaf jeden Tag. Blutdruck morgens bei 110/70. Mehr zum Thema Schlaf kannst du dir in meinem Video Anleitung zum Durchschlafen anschauen. Ein weiterer, aber extrem wirkungsvoller Hebel: Geh raus in die Natur. Die Japaner nennen es Shinrin-yoku oder Waldbaden und haben die Effekte in Studien nachgewiesen. Stell dir vor, nur 20 Minuten zwischen Bäumen reichen aus, um dein Cortisol um 16% zu senken. Gleichzeitig fallen dein Blutdruck und dein Puls, während sich deine Fähigkeit zur Stressbewältigung messbar verbessert. Nächstes Tool: die Kältetherapie. Das ist weit mehr als nur ein Trend. Die wissenschaftlichen Vorteile sind eindeutig. Kältereize aktivieren dein braunes Fettgewebe, erhöhen das für deine Gefäße wichtige Noradrenalin, verbessern deine Insulinsensitivität und senken nachweislich Entzündungsmarker im Körper. Mein Protokoll ist simpel und effektiv. Jeden Morgen 1 Minute eiskalt duschen. Das genügt bereits, um diese positiven Prozesse anzustoßen.
15% der Datenpunkte in meiner Analyse drehen sich um die Medikamente. Das zeigt, sie sind wichtig, aber nicht die Lösung. Lass mich klarstellen, ich bin nicht gegen Medikamente. Sie retten Leben jeden Tag. Aber sie sind ein Werkzeug für die Symptombehandlung, kein Wundermittel. Und jetzt die absolut wichtigste Regel, bei der es keine Kompromisse gibt. Setz deine Medikamente niemals auf eigene Faust ab. Das ist lebensgefährlich und die Absprache mit deinem Arzt ist nicht verhandelbar. Der richtige Weg sieht so aus. 1. Kauf dir ein einfaches Blutdruckmessgerät, wie dieses hier zum Beispiel. 2. Miss und dokumentiere deine Werte. 3. Optimiere parallel deinen Lebensstil. 4. Geh dann mit diesen Daten zu deinem Arzt. Nur gemeinsam könnt ihr die Dosis sicher und langsam reduzieren. Der größte Fehler, den ich immer wieder sehe, ist dieser Gedanke: Super, ich nehme jetzt Tabletten, also kann ich weiterleben wie bisher. Das ist wirklich brandgefährlich. Die Tablette manipuliert nur die Zahl auf dem Messgerät. Sie ist wie der ausgeschaltete Rauchmelder, während dein Haus, dein Körper im Stillen weiterbrennt. Die Entzündungen und der oxidative Stress bleiben. Kommen wir zur oft gestellten Supplementfrage. Meine Philosophie ist hier ganz klar: Echte Nahrung hat immer Vorrang. Nahrungsergänzungsmittel sind für mich nur eine gezielte Notlösung, niemals die Basis. Wenn es wirklich nötig ist, weil ein nachgewiesener Mangel besteht, dann können folgende Supplemente sinnvoll sein. 1. Magnesiumglycinat am Abend für besseren Schlaf. 2. Vitamin D im Winter nach einem Bluttest. 3. Hochwertiges Omega-3, falls du absolut kein Fisch isst, wobei 3-mal pro Woche fetter Fisch immer die bessere Wahl ist. 4. Kalium. Gerade zu Beginn einer Low-Carb-Umstellung verliert der Körper vermehrt Wasser und damit wichtige Elektrolyte wie Kalium. Deshalb ist es in dieser Phase entscheidend, die Kaliumzufuhr bewusst zu erhöhen. Am besten durch kaliumreiche Lebensmittel wie Avocados und grünes Gemüse. Ein Kaliumcitratpulver kann hier als gezielte Unterstützung aber dienen. Wofür du dein Geld auf jeden Fall nicht ausgeben solltest, sind niedrig dosierte Multivitamine, einzelne Aminosäuren oder teure exotische Blutdruckformeln. Das sind meist nur Marketingmythen. Apropos Mythen: Das Thema Bluthochdruck ist eng mit dem Cholesterinstoffwechsel verknüpft. In meinem Video zum Cholesterinmythos zeige ich dir, warum hohe Triglyceride oft das viel größere Problem sind als das böse LDL. Hier ist dein praxiserprobter 90-Tage-Aktionsplan. Keine Theorie, sondern eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Phase 1, Woche 1 bis 2, das Fundament. Wir legen die Basis. Das bedeutet, Zucker und Getreide komplett streichen. Wir starten mit 16:8 Intervallfasten und du gehst täglich 30 Minuten spazieren. Parallel misst du 2-mal am Tag deinen Blutdruck und schreibst die Werte auf. Eine Warnung: Die ersten Tage werden hart. Kopfschmerzen, miese Laune, das sind die Entzugserscheinungen deines Körpers, der nach Zucker schreit. Halte durch. Nach 5 bis 7 Tagen ist der Wendepunkt erreicht. Phase 2, Woche 3 bis 6, die Optimierung. Jetzt bauen wir darauf auf. Du erhöhst dein Kalium, startest 2-mal pro Woche mit Krafttraining, integrierst gezielte Atemübungen und füllst deine Magnesiumspeicher auf. Du willst spüren, wie dein Körper in den Fettverbrennungsmodus schaltet, deine Energie zurückkommt und der Blutdruck zu sinken beginnt. Phase 3, Woche 7 bis 12, das Feintuning. Im letzten Drittel zünden wir den Turbo. Eine Trainingseinheit dazu, also nicht mehr 2, sondern 3-mal pro Woche Krafttraining. Wir beginnen mit Kältereizen und checken deinen Vitamin-D-Status. Nach diesen 12 Wochen bist du ein neuer Mensch. Garantiert. Dein Arzt wird echt Augen machen. Und wie messen wir den Erfolg? Schau nicht nur auf den Blutdruck. Die wahren Indikatoren sind dein Bauchumfang, dein Energielevel, deine Schlafqualität und vor allem deine Triglyceride und HDL-Werte beim nächsten Blutbild. Für alle, die noch tiefer in die Biochemie eintauchen wollen, lest das Buch Blut, die Geheimnisse unseres flüssigen Organs von Ulrich Strunz. Es öffnet einem echt die Augen. Fassen wir also zusammen. Deine persönliche Blutdruckoptimierung steht auf 4 Säulen. 1. Deine Nahrung ist deine Medizin. Zucker raus, Nährstoffe rein. Das ist die Basis von allem. 2. Bewegung ist dein Werkzeug. Trainiere smart, Kraft und Intensität schlagen stumpfes Ausdauertraining. 3. Dein Geist ist der Kapitän. Mit Atmung und Natur bringst du dein System vom Stress in den Ruhemodus. 4. Medikamente sind eine Krücke, keine Dauerlösung. Sie geben dir Zeit, aber das Ziel muss sein, wieder ohne sie zu laufen. Und das führt uns zur entscheidenden Wahrheit. Bluthochdruck ist kein Urteil, das du akzeptieren musst. Es ist das direkte Ergebnis deiner Gewohnheiten. Und weil es deine Gewohnheiten sind, hast du die Macht, sie zu ändern. Fang nicht morgen an, fang jetzt an. Oder mit anderen Worten: Der beste Zeitpunkt anzufangen war vor 20 Jahren. Der zweitbeste Zeitpunkt ist jetzt. Mit 4 einfachen Schritten. 1. Finde heraus, wo du stehst. Misst deinen Blutdruck. 2. Schaffe Fakten. Entferne Zucker und Getreide aus deinem Umfeld. 3. Koche eine Mahlzeit, die dich heilt, nicht belastet. 4.
Geh raus und bewege dich. Das ist der erste Schritt auf deiner 90-Tage-Reise. Und vergiss nie, in 90 Tagen wirst du auf den heutigen Tag zurückblicken und dir danken, dass du den Mut hattest, anzufangen. So, jetzt hast du 2 Optionen. Option 1: Du schließt dieses Video, denkst, interessant und machst weiter wie bisher. Nimmst deine Pillen, isst dein Müsli mit Haferflocken, hoffst das Beste, wird schon schief gehen. Option 2: Du sagst, Schluss mit dem Bullshit und packst es an. Heute, jetzt, nicht morgen. Wenn du zur Option 2 gehörst, und ich hoffe das, dann abonniere diesen Kanal, klicke auf die Glocke, damit du kein Video verpasst. Jede Woche gibt's hier Klartext zur Gesundheit ohne Industriegelaber. 2: Schreib unten in die Kommentare, welche der Tipps du als erstes umsetzen wirst. Ich lese jeden einzelnen Kommentar und antworte auf jede Frage. Und denk dran, in der Community sind schon über 18.000 Menschen, die keine Ausreden mehr suchen, sondern Lösungen leben. Nächste Woche gibt es ein neues Video und zum Thema stimmen wir noch im Telegram-Kanal ab. Komm gerne dazu, wenn du den Kanal mitgestalten möchtest. Denk dran, Gesundheit ist eine bewusste Entscheidung und du triffst sie jetzt. Bis nächste Woche, bleib dran, bleib gesund und vor allem bleib kritisch und offen für Neues. Peace out.